Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alan Wake. Ich glaube, das ist jetzt bei uns nicht so die Serie, die unglaublichen 10.000 Leute interessieren wird, aber die es gucken, sind, glaube ich, sehr dabei. Ja, es sind Remedy-Wochen hier bei uns. Stimmt. Remedy-Wochen und wir können ja auch ankündigen, obwohl vielleicht kommt das ja danach. Ich weiß nicht. Aber jedenfalls sollte kurz nach dieser Folge, weil diese Folge kommt jetzt ja schon heute, nachdem wir es aufgenommen haben, wird es auch mal mit Mats demnächst weitergehen. Das stimmt. Nur falls ihr das jetzt gerade seht und denkt euch, Mann, es sind nur 2, Mats kommt heute auch noch vorbei und deswegen werdet ihr auch nochmal TimeToDrei tatsächlich erleben. Endlich. Da freuen wir uns auch sehr drauf, aber bevor er jetzt kommt, dachten wir uns, wir schauen noch mal in Alan Wake rein, nachdem wir gestern Quantum Break weitergespielt haben, geht's zurück zu den Ursprüngen, so Ocean und so. Haben wir ja, Ocean und so. Haben wir ja Motivation noch für bekommen. Ja, ganz genau. Ich hoffe einfach mal, das war das Richtige. Bestimmt. Ich weiß ja gar nicht mehr, am Ende des Spiels. Wo wir waren. Ach ja, dann ein Flashback. Oh. Worst weather I've ever seen. Keine Ahnung, was ist mit den Augen los? Es ist schon ein Unterschied, wenn man gerade Quantum Break wirklich, spielt. Ne? Gott, der hat wirklich keine Pupillen. Gehen wir nochmal weiter runter. Ist das? Gott. Ja, ich glaube, das ist das Hallo. Licht. Das Licht macht das hier. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Flashback ist und er ist so ein Supernatural-Dämon. War das mit dem Auto? Sind wir schon gecrashed? Warum gibt es kein Last Time? Ach, naja, egal. Na, wir hatten noch gerade dass wir zu der Gasstation sind und dort abgeholt wurden von der Polizistin, right, stimmt, okay. Und dann gab es das hier, glaube ich. Coffee's on. I did it. Thanks, Alan. Was für eine geile guck mal raus. Bude die haben, wa? Das ist aber in Videospielen voll oft so. Die Heavy Rain Medicine hatte auch das war aber keine so ein Ding, wo ich mir dachte, meine Güte, dieses eine gigantische Apartment. wie viel Platz die immer haben und wie ordentlich es auch immer ist. Das ist mega unrealistisch. Ja, ich weiß auch nicht, was das war, was die da hatte, die in Heavy Rain. Das war ja so ein einziger riesiger offener Raum mit einer komischen Stufe mittendrin, wo du garantiert jedes Mal drüber fällst und stirbst, weil das war einfach so völlig sinnlos. Du läufst einfach so in eine Wohnung rum und plötzlich geht's so 2 Meter nach unten. Guck mal, hier haben einen ganz neuen Fernseher, ne? Was, wo? Ne, hier? Ist das nicht ein Fernseher? Ah. Ja. Ist der von Sese. Ein Sese-TV. Sese Wake. Alan. Sese? Ein Lake. Sese. Oh. Das ist bestimmt Absicht. I see what they did there. So ist mal. Ich komme gleich, ich muss mal kurz unsere Wohnung erkunden. Sind echt noch ganz gut aufgelöst. Ja. Das vor allen Dingen. Sieht echt pretty aus. Pass auf, jetzt finden wir einen Quantum Break Referenz hier irgendwo und ist für uns explizit kommt. Ich finde es ja auch in Alan Wake ständig Alan Wake Referenzen, deswegen ist das ein bisschen weird. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. Die Stimme von Max The Payne? gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, könnte sein. mingling with the bile of the city, becoming one with it. Das hört sich so an. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Aber es kann auch er sein, der das einfach so vorliest. Nee, das ist ja Alex Casey. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass das die Stimme von ihm war. Weil, das ist ja nur für euch auch, Sunstop ist das Buch, was er, Alan Wake, geschrieben hat. Und da ist der Hauptcharakter Alex Casey. Und ich glaube, der Alex Casey spricht das gerade. Ja. Und wenn ich das da gerade lese... Nee, er redet sehr in diesem Monolog wie Max Payne. Er kommt nach Hause und trifft da auf seine Wife und Baby und wahrscheinlich sind die tot oder so. Hat Alan Wake Max Payne geschrieben. Na, und er kommt hier mit den Honey, I'm home, ist ja der Satz, mit dem diese Traumsequenz hier angefangen hat. Oh mein Gott! Hat Alan Wake Max Payne geschrieben? Remedy! Ich liebe euch! Oh, sie sind die Besten. Dann war es auf jeden Fall die Max Payne-Stimme. Ja, es war ja auch gerade so eine Metapher. Da, guck mal, das ist das Buchcover, was wir auch in Quantum Break gefunden haben. Stimmt. Departure. Ja. Consistency. Ja, weil hier schreibt er das ja noch. Ach, voll toll. So, er hat... Turn to sender, but I can't forget Alex Casey, the things that I want und the fall of Casey. The fall of Casey! Das ist Max Payne. The fall of Max Payne. Ja. Holy shit, ich liebe dieses... Oh. Weil ein Roman ja auch einfach Alex Casey hieß. Bitte? Ein Roman hieß ja auch nur der Name Max Payne, des Protagonisten. Ja. Ach, toll. Ich liebe es. Remedy sind einfach die besten, Tom. Ja,
Man kann sicherlich auch Selbstverliebtheit rein interpretieren. Auf jeden Fall. Auch völlig zu Recht. Die sind so zu Recht selbstverliebt. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Steht denn da oben für ein Buch? Oh, really? Kann ich ranzoomen, leider. Doch, du bist gerade von rechts so rangegangen. Da, nochmal weiter nach rechts. Choose and contemplate. Und dann sind Puzzleteile vorne Fuck drauf. you. Okay. Ach komm, meine Frau macht die Dinger. Oh, das kommen hier auch wieder echte Bilder Ja, und ja, oh, ist toll. Aber ich finde halt hier, es sieht irgendwie so anders aus. Als der Charakter im Spiel. Ich finde das echt nicht. Ich finde, Vielleicht ist das der Bart. Einfach. kann gut Weil sein. er hat hier keinen Bart. Bärte verändern Menschen ganz grundsätzlich. Sie wirken So. plötzlich erwachsen und sexy, Tom. Ich dachte ja kurz, das ist ein QR-Code da rechts. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. Kann ich sie erschrecken? I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. Schade. I'm fine. Just get the lights Angst back im on Dunkeln. now, please. Soll ich es anmachen? Honey, it's a power So. outage. I've got the flashlight. Okay. Würde ich mir jetzt unter das Kinn so leuchten. I got the flashlight. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Oh, der Schatten. Don't worry. We'll just break out the candles. Ja, that's not I know creepy it's at all. stupid, but it's just, So romantisch. especially when I'm not prepared Schnee Ja, draußen, vermutlich. for it, Kerzenlicht gets to innen. me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Lass uns unsere Rippen aneinander reiben. Die leben in The Division. Ja, Wenn ich jetzt Schnee im Licht sehe, muss ich vor an The Division denken. Schnee im Licht. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Perfectly fine. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion. Ich bin ein Fischdoktor, aber das ist well. You should take it easy. Mit Fischdoktor meine ich angle gerne. Fischdoktor. Ist aber auch eine geile Bezeichnung. Dieser Fisch ist krank, schnell. Oh mein Gott, er hat einen If Herzinfarkt. it's any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small town machen Sie doctor. da? Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the Arzten, cut in my Arzten, Arzten. Ja, dieser Fisch könnte diese Pumpe gebrauchen. Oh, guck mal, er ist wirklich Fischdoktor. Doc, er ist tot. head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Das ist der schlechteste Fischdoktor, den ich je gesehen habe. Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me. But she's right up there. Stell dir mal She's a largemouth so einem bass, echten which Doktor, is what you die findest du eine Leiche neben dem. Ja, ist nicht der beste, den ich je gefunden habe, aber... Trout salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. Er wird sich gut über den Kamin You machen. fisherman, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take Alter, your das word war for eine it, Doc. Ja-Nein-Frage. Also angelst du jetzt gern, habe ich irgendwie Ja. richtig verstanden. Ich, I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. oh, Oh, ah, Moment, jetzt mal kam erstmal dir gerade wieder weiter. entgegen. Ich habe nicht gewusst, dass ich da lang muss. Drück mal Y.
Was? Ach so, Canterbury. Ja. Ja, ich finde cool, dass es das nicht hat hier. Ich mag diese Visions eigentlich nicht. Und vor allem Canterbury musst du sie ständig anmachen, um diese Collectibles zu finden. Bin ich kein großer Freund von. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Tschüss, Frau Weaver. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Wie das Original, wie die Original so eine Stimme hat, wie die aus Twin Peaks, die auch immer. Hast du nicht gesehen? Nee. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on other things these days. Licht Right anmachen. in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Ich komm mal hinterher hier, ist okay, ne? Lalala. Oh, ja, ist ja nichts Kritisches. Oh, ein Dokument, ich nehm's mal mit. Ein Laptop, ich geh da mal durch. Das piept. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Da leuchtet auch was grün. Ach, die Details. Haha! Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. Den haben wir gekillt, ne? Ja. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. Ah, das war, glaube ich, das Ding mit dem großen Hirsch drauf. Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal Ja. today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Wer war nochmal wer? Chains out. Mulligan, hallo, hier ist Culligan. Mulligan, Culligan, Sullivan. Ja, ich glaube, sie heißt Peggy in Twin Peaks. Und das ist halt eine junge Frau, aber die spricht auch immer total mit so einer hohen Stimme und ist immer so sehr unschuldig und sie ist halt an der Rezeption in der Polizeistation. Die hat mich jetzt total daran erinnert. Geht's hier noch rein? Schade. Dieses Geräusch, ne? Ja. Verschlossene Türengeräusch. Have you seen this man? Disappeared am 20. Juni 2007. Der spielt Janek. Identifying. Was ist denn das für ein Identifying Feature? Ja, gewinnt gern. Ja. Ah, guck mal, wie krass jemand, der gerade gewinnen will. Wirklich. Ist das nicht der Mörder? Ich dachte, das war Missing Come Person. in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Thank you. Sieht ein bisschen aus wie Mona. Ja, macht, glaube ich, die Frisur. Your phone, Mr. Wake? Das ist halt auch, weil in Videospielen können Leute keine offenen Frisuren haben, weil das immer noch schwer zu machen ist. Dann guck dir die in Quantum Break an. Ja. Das ist so stramm, die zieht so fast ihre Kopfhaut so von ihrem Kopf, weil die so stramm ist, die Haare. Und Bloodborne denkt sich wiederum, oh, Ja. Haare, überall Haare. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. Das Telefon klingelt schon out of wieder. the cabin. Okay, The ich guck. cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Dein Stucky's Telefon gas gehört, station? ich nicht. I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Ja, ich hab ein bisschen den Typ getötet, aber ich schwöre, das war ein Monster. I need to take this. Das ist Verizon, damals haben die noch ein bisschen besser ihre Hello? Product Das Placements ist das, reingebracht. was ich kenne das gar nicht. Ja. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Was? Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. So, also gezogen da dran. Thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Dani pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Boah, wie die Untertitel reinfaden. Ziemlich gut, ne? Need it to be bright in here. Ja, ist noch ein bisschen assi, einfach das Licht nicht anzumachen, muss ich zugeben. Ist so draußen hell. Ja. Wir haben die Fenster nur vergessen. The light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. So I went to the right. And then Alan went to the right. Well, folks, it's been
been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty. Du musst ein bisschen näher rangehen. Just one more item before I go. Sehr leise. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deerfest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Now to some nice music. Naja. Ho! Zaun! The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Loch. But I didn't find the hole. Ha! Kick. Fuck this. Wow! Alter, bist du. Jeez. Respekt. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Aber The erstmal. kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Wie ist dieses Ding hingekommen? Ja, Irgendwann mal abgestellt worden. Muss ja vor den Zäunen gewesen sein. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Einfach rausgehen, oder was? Ja, ich glaube, da kommt noch was, bevor du es versuchst. Oh, jeez. Ja. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Das ist so toll, das mit Kontext schon zu haben, wo man weiß, wo es hin, also warum das passiert. Settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent Are you feeling any better, Mr. Wake? Die haben über diese alten, betrunkenen Leute gesprochen. Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Nicht in der Polizeistation. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Punch him again. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Ich wurde gerade fast überfahren. Ja. Wäre auch schön gewesen. Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park.
The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Yep, Later. sure. Who's Max? Rusty, war das der Kerl, der uns ursprünglich die Schlüssel geben sollte oder so? Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is know. not her fault. She's a very nice wie girl cool, and, das ist eine coole more Location. importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to Sekunde. Erstmal umgucken. Das würde mich aber auch verrückt machen mit den ganzen Fenstern. Inwiefern? Naja, zumindest wenn es dunkel ist. Hä, was meinst du? Ne, in so einem, weil hier überall Fenster sind, in alle Richtungen, ohne Vorhänge oder sowas. Ach so, naja, ich glaube, hier ist ja keiner so wirklich, also okay, die an der Rezeption, ne? Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Yep. When was the last time you slept? What, are you high? Have Yep. you been drinking? Yep. No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do and you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. So Funny Farm würde ich aber auch gern. Hört sich gut an. Oh, merken. Keine Painkiller. Ich glaube, Rusty war der Typ, der uns ursprünglich die Schlüssel geben wollte. Dann haben wir die von irgendeiner dunklen Frau stattdessen bekommen. Easy there, boy. I'm almost Oh, done. der Ausblick. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park think at he's all. dead, I don't know. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot. Ja, hab ich verstanden. Max wird gerade repariert. Komplette Geschichte dieses Hundes. Kidnapper? Those situations Chill doch always mal. end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak hab me ich gerade out, unterschrieben? it's working. Haha, let's have a Was hast du laugh gerade on unterschrieben? Barry. Also was habe ich da Well, gerade you had me unterschrieben? going there real Na, funny, Al. You die- can quit it now. Hier übernachten, das hier übernachten Formular. Okay, das Formular. Mhm. Ich möchte schlafen. Alan Wake. Hier, Hund. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Ah, okay. Mr. Wake. Glad to have you staying here. Jetzt ist der Hund die Schlüssel. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Warum geben Sie mir Oh, ein sure. Blatt Papier und It's at the end of the Schlüssel? nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding Nope. it, just keep your Nope. eyes on the radio. Alles gut. Oh, ich kann hier You're irgendwas. asking me to believe that you shot a dude who went Ach, nur da, okay. into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no das hört sich sehr proof, interessant an. it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on. I mean, okay. Ich weiß nicht, ob ich aufmache und Okay, dann es maybe vorbei ist. something Ich weiß auch weird nicht. happened to you, okay? Verdammt! Der Emotionspunkt war weiter weg, Ja, deswegen ja, dachte ich, ja. ich muss erst noch zum Auto laufen dann. Nee, es ist doch noch so eine Art von Spiel. Ich glaube, die Message ist angekommen, was er noch gesagt hätte. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is Ah. not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone.
Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over Schickt diese again. Lampe wieder. Weil er sie gerade aufgestellt hat in der Cutscene. Barry hat gerade die Lampe genommen und hingestellt. Verdammt, das habe ich irgendwie nicht realisiert. Poison ivy, God knows what. This is so Das jetzt not worth a wehtut hier. 15% commission. Ah Gott! Wie machst du das? Das reicht doch schon. Was rangemalt. Aber eigentlich sollte das doch schon überzeugen, dass ich super bin, weil wie mache ich das sonst? Ja. Guck mal. Ich glaube, das sind so Schneeschuhe. Ja, stimmt. Ich dachte gerade kurz, es wäre eine Zeichnung. Wobei das eigentlich ganz nice ist hier so. Ja, es ist alles ja schon eingerichtet. Auch wieder mit den Schatten, das ist schon gut. Schöner Hirschkopf über den Kamin. Mhm. Hier könnte auch Until Dawn spielen. Oh, ja, stimmt. Wobei die Until Dawn Hütte war noch mal ein bisschen protziger. Real funny, Al. Real funny. Schön, dass man da einfach gehen kann. Man, Alan is an asshole. He switches off lights and just goes while goes away in a talk. Weil ist er tot, wenn ich wiederkomme.